Hallo und willkommen zu unserem Deutsch-Podcast. Heute sprechen wir über die Zukunft, also über morgen, über nächste Woche oder über nächstes Jahr. Das ist ein Thema, das du im Alltag ständig brauchst. Du planst etwas, du erzählst etwas, du antwortest auf Fragen. Ja, das stimmt. Ich merke oft, dass ich darüber sprechen will, aber ich bin unsicher. Genau deshalb machen wir das heute. Und ich sage dir direkt am Anfang etwas Wichtiges. Du brauchst keine komplizierten Sätze, um über die Zukunft zu sprechen. Im Alltag sprechen Menschen sehr einfach darüber. Das ist gut zu hören. Aber bevor wir anfangen, will ich noch etwas sagen. Wir haben unser erstes Buch geschrieben. Es geht um Geschichten aus dem Alltag in Deutschland. Lustige, typische Situationen, die du sicher kennst oder bald selbst erleben wirst. Und genau wie heute im Podcast geht es auch im Buch darum, wie Menschen wirklich sprechen. Du siehst, wie Gespräche entstehen, wie man reagiert und auch, wie man über Dinge wie Pläne oder die Zukunft spricht. Mit diesen Geschichten kannst du mit Spaß und Spannung Deutsch lernen und dich gleichzeitig auf echte Alltagssituationen vorbereiten. Mit einem Kauf unterstützt du diesen Podcast extrem und hilfst uns, noch mehr solche Inhalte zu machen. Vielen Dank dafür. Jetzt geht es los. Stell dir eine typische Situation vor. Jemand fragt dich, was machst du morgen? Ja, das passiert oft. Viele Lernende denken dann lange nach. Sie wollen einen perfekten Satz machen. Aber das brauchst du nicht. Du sagst einfach, ich arbeite morgen. Oder ich treffe morgen einen Freund. Ich treffe morgen einen Freund. Perfekt. Kurz und klar. Genau so spricht man im Alltag. Wichtig ist nur ein kleines Wort wie morgen, später, heute Abend oder nächste Woche. Dieses Wort zeigt, dass du über die Zukunft sprichst. Also dieses kleine Wort ist der Schlüssel. Genau. Ohne dieses Wort klingt der Satz wie Gegenwart. Mit diesem Wort wird klar, dass es Zukunft ist. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich gehe ins Kino. Das ist jetzt oder allgemein. Aber wenn ich sage, ich gehe morgen ins Kino, dann ist es klar. Ja, das macht Sinn. Und du kannst das für alles benutzen. Ich lerne morgen Deutsch. Ich arbeite nächste Woche viel. Ich reise nächstes Jahr nach Italien. Ich reise nächstes Jahr nach Italien. Sehr gut. Und jetzt machen wir das zusammen. Sprecht alle laut mit. Sag, ich arbeite morgen. Ich arbeite morgen. Jetzt. Ich habe nächste Woche viel zu tun. Ich habe nächste Woche viel zu tun. Sehr gut. Jetzt. Ich reise nächstes Jahr. Ich reise nächstes Jahr. Perfekt. Genauso einfach ist das. Ich gebe dir noch eine kleine Alltagssituation. Du bist mit Freunden zusammen und jemand fragt, was machst du am Wochenende? Ja, das kenne ich gut. Du sagst, ich gehe am Wochenende ins Kino. Ich treffe Freunde. Wird entspannt. Ich treffe Freunde. Wird entspannt. Sehr gut. Das klingt locker und natürlich. Und noch etwas Wichtiges. Du kannst auch mehrere kurze Sätze benutzen. Das macht dich sicherer und schneller. Zum Beispiel, ich arbeite morgen, habe viel zu tun. Danach treffe ich einen Freund. Danach treffe ich einen Freund. Perfekt. Das ist ein ganz natürlicher Flow. Ich merke, dass ich weniger nachdenken muss. Genau. Und das ist das Ziel. Du sollst schnell reagieren können und dich wohlfühlen. Dann gehen wir im nächsten Kapitel tiefer rein. Da zeige ich dir, wie du länger über deine Pläne sprechen kannst, ohne kompliziert zu werden. Gut, dann gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Im ersten Teil hast du gelernt, wie du einfache Sätze über die Zukunft machen kannst.
Jetzt schauen wir uns an, wie du mehr erzählen kannst. Also wie du über deine Pläne sprichst, ohne dass es kompliziert wird. Ja, genau das brauche ich. Ich kann einen Satz sagen, aber dann stoppe ich. Das ist ganz normal. Und hier machen viele Lernende immer den gleichen Fehler. Sie versuchen, alles in einen langen Satz zu packen. Sie wollen alles perfekt verbinden. Aber genau das blockiert dich. Ja, ich merke das. Ich denke zu viel nach. Genau. Deshalb ändern wir jetzt deine Strategie. Du denkst nicht mehr in einem langen Satz. Du denkst in kleinen Schritten. Ein Gedanke pro Satz. Also wie kleine Bausteine. Genau. Stell dir vor, du baust etwas mit Lego. Du nimmst Stein für Stein. So funktioniert auch Sprache. Ich gebe dir eine typische Situation. Jemand fragt dich, was machst du morgen? Viele Lernende wollen sagen, morgen arbeite ich den ganzen Tag, weil ich viele Termine habe und danach treffe ich noch einen Freund. Das ist korrekt, aber schwer zu sprechen. Ja, das würde ich genauso versuchen. Viel einfacher ist, ich arbeite morgen, habe viele Termine. Danach treffe ich einen Freund. 3 kleine Sätze, klar und natürlich. Ja, das fühlt sich direkt leichter an. Genau. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Du kannst deine Gedanken auch erweitern. Du kannst mehr Details geben, aber immer noch in kurzen Sätzen. Zum Beispiel, ich arbeite morgen, habe viele Termine, wird stressig, danach treffe ich einen Freund, wird besser. Wird stressig. Wird besser. Das ist cool. Genau, das sind kleine Zusatzinfos, sie machen deine Sprache lebendig. Ich gebe dir noch eine andere Situation. Jemand fragt, was machst du am Wochenende? Okay, Du sagst, am Wochenende gehe ich ins Kino, treffe Freunde, vielleicht gehe ich essen, wird entspannt. wird entspannt? Sehr gut. Du kannst auch Wörter wie vielleicht, wahrscheinlich oder ich glaube benutzen. Das zeigt, dass es ein Plan ist, aber nicht 100% sicher. Ich glaube, ich bleibe am Wochenende zu Hause. Perfekt. Oder vielleicht gehe ich spazieren. Vielleicht gehe ich spazieren. Sehr gut. Genauso klingt es im echten Leben. Jetzt machen wir eine kleine Übung. Ich gebe dir eine Frage und du antwortest mit mehreren kurzen Sätzen. Denk an kleine Schritte. Okay, Frage: Was machst du nächste Woche? ich arbeite nächste Woche viel, habe viele Termine, treffe Kollegen, wird anstrengend. Perfekt. Sehr natürlicher Flow. Noch eine Frage. Was machst du nächstes Jahr? Ich reise nächstes Jahr. Ich gehe vielleicht nach Italien. Ich lerne weiter Deutsch. Wird spannend. Sehr gut. Das ist genau das, was wir wollen. Ich merke, ich kann viel mehr sagen als vorher. Genau. Und du brauchst keine komplizierten Strukturen dafür. Jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt. Du kannst deine Sätze verbinden, ohne sie kompliziert zu machen. Mit einfachen Wörtern wie dann, danach oder später. Also kleine Verbindungen. Genau. Zum Beispiel, ich arbeite morgen. Danach gehe ich ins Fitnessstudio. Dann treffe ich einen Freund. Später gehe ich nach Hause. Danach gehe ich ins Fitnessstudio. Dann treffe ich einen Freund. Perfekt. Das ist ein klarer Ablauf. Jeder versteht dich sofort. Ich gebe dir noch ein Beispiel aus dem Alltag. Stell dir vor, du bist im Büro und jemand fragt dich, was machst du heute Abend? Ja? Du sagst, ich gehe heute Abend nach Hause, koche etwas. Danach schaue ich eine Serie. Dann gehe ich schlafen. Danach schaue ich eine Serie. Dann gehe ich schlafen. Sehr gut. Du erzählst deinen Plan Schritt für Schritt.
Das ist wie eine kleine Geschichte. Genau. Und das ist ein wichtiger Punkt. Wenn du über die Zukunft sprichst, erzählst du oft eine kleine Geschichte. Was passiert zuerst? Was passiert danach? Und du brauchst dafür nur einfache Wörter. Das hilft mir sehr. Jetzt sprechen alle mit. Laut. Sag, ich arbeite morgen. Habe viel zu tun. Danach gehe ich nach Hause. Dann entspanne ich. Ich arbeite morgen. Habe viel zu tun. Danach gehe ich nach Hause. Dann entspanne ich. Perfekt. Noch ein Beispiel. Sag, ich gehe am Wochenende raus. Treffe Freunde. Vielleicht gehe ich essen. Wird gut. Ich gehe am Wochenende raus. Treffe Freunde. Vielleicht gehe ich essen. Wird gut. Sehr gut. Genau so klingt ein natürlicher Plan. Ich merke, dass ich nicht mehr blockiere. Genau. Weil du nicht mehr versuchst, perfekt zu sprechen. Du sprichst einfach Schritt für Schritt. Und das ist das Ziel. Klar sprechen, schnell reagieren. Ohne Stress. Das gibt mir wirklich Sicherheit. Sehr gut. Dann bist du bereit für das nächste Kapitel. Da schauen wir uns an, wie du Gespräche über die Zukunft führst. Also wie du Fragen stellst und natürlich reagierst. Gut, dann gehen wir jetzt noch einen Schritt weiter. Bis jetzt hast du gelernt, wie du über deine eigenen Pläne sprechen kannst. Jetzt schauen wir uns an, wie du echte Gespräche über die Zukunft führst. Also, wie du Fragen stellst und auf andere reagierst. Ja, das ist wichtig. Ich kann etwas erzählen, aber Gespräche sind schwieriger. Genau. Und hier kommt wieder eine einfache Regel. Stelle einfache Fragen und bleibe bei kurzen Sätzen. Du brauchst keine komplizierten Fragen. Stell dir vor, du bist mit Kollegen oder Freunden und du willst ein Gespräch starten. Du kannst einfach fragen, was machst du morgen? Was machst du morgen? Perfekt. Oder, was machst du am Wochenende? Was machst du am Wochenende? Sehr gut. Oder etwas weiter in der Zukunft. Was machst du nächste Woche? Was machst du nächste Woche? Genau, das sind einfache Fragen, die immer funktionieren. Und jetzt kommt der wichtige Teil. Du hörst zu und reagierst. Aber du machst es wieder mit kurzen Sätzen. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich frage dich, was machst du morgen? Ich arbeite morgen. Habe viel zu tun. Sehr gut. Und jetzt reagiere ich. Ich sage, okay. Klingt stressig. Und danach stelle ich eine neue Frage oder gebe etwas von mir. Zum Beispiel, ich arbeite auch morgen, habe auch viel zu tun. Das verbindet das Gespräch. Genau. Du zeigst, dass du zuhörst und du bringst dich selbst ein. Wir machen jetzt einen kleinen Dialog. Ich starte. Was machst du am Wochenende? Ich gehe am Wochenende raus, treffe Freunde. Wird entspannt. Klingt gut. Ich bleibe zu Hause, habe viel zu tun. Okay. Was machst du genau? Sehr gut. Perfekte Rückfrage. Ich arbeite ein bisschen. Danach entspanne ich. Schaue eine Serie. Klingt gut. Welche Serie? Perfekt. Genau so entsteht ein echtes Gespräch. Ich merke, das ist viel natürlicher. Genau. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Du musst nicht immer perfekte Antworten geben. Du kannst auch einfach reagieren. Zum Beispiel, klingt gut, klingt interessant, wird spannend oder oh, echt. Oh, echt. Genau. Das sind kleine Reaktionen. Sie sind sehr wichtig. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich sage, ich reise nächstes Jahr nach Spanien. Oh, echt. Klingt gut. Perfekt. Und dann kannst du weiter fragen, mit wem reist du? Mit wem reist du? Sehr gut.
Genauso bleibt das Gespräch aktiv. Jetzt machen wir eine kleine Übung. Sprecht alle laut mit. Sag, was machst du morgen? Was machst du morgen? Jetzt, was machst du am Wochenende? Was machst du am Wochenende? Sehr gut. Jetzt eine Reaktion. Klingt gut. Klingt gut. Jetzt eine Frage. Was machst du genau? Was machst du genau? Perfekt. Das sind Bausteine für jedes Gespräch. Ich gebe dir noch eine Alltagssituation. Du bist im Büro und jemand sagt, ich habe nächste Woche Urlaub. Okay. Du sagst, oh, echt, klingt gut. Wohin gehst du? Wohin gehst du? Perfekt, einfach, klar und natürlich. Ich merke, dass ich jetzt weiß, wie ich reagieren kann. Genau. Du brauchst keine komplizierten Sätze. Du brauchst gute Fragen und einfache Reaktionen. Und wenn du das kombinierst mit deinen kurzen Sätzen über die Zukunft, kannst du jedes Gespräch führen. Das gibt mir viel Sicherheit. Jetzt will ich aber auch wissen, was deine Pläne sind. Sehr gute Frage. Dann drehen wir das jetzt einfach um. Und jetzt passt gut auf. Jetzt könnt ihr hören, wie die Sätze gebaut sind, wenn ich nicht auf kurze Sätze achte. Okay, ich bin gespannt. Am Wochenende habe ich vor, etwas ruhiger zu machen, weil die letzte Woche anstrengend war. Ich möchte mich ein bisschen erholen und Zeit mit Freunden verbringen. Das klingt entspannt. Hast du schon etwas Konkretes geplant? Noch nicht genau, aber ich denke, ich treffe mich mit ein paar Freunden und wir gehen vielleicht zusammen essen oder sitzen einfach irgendwo und reden. Und was machst du am Sonntag? Am Sonntag bleibe ich wahrscheinlich zu Hause, koche etwas und nehme mir bewusst Zeit für mich, damit ich gut in die nächste Woche starte. Das klingt sehr gut. Und wie sieht deine nächste Woche aus? Nächste Woche wird ziemlich voll, weil ich einige Termine habe und an mehreren Projekten arbeite. Ich versuche aber trotzdem, jeden Tag einen kleinen Moment für mich zu finden. Also auch ein bisschen Stress. Ja, aber es ist ein guter Stress, weil ich an Dingen arbeite, die mir wichtig sind. Worauf freust du dich nächste Woche? Ich freue mich besonders auf ein Treffen mit einem Kollegen, mit dem ich schon länger arbeiten wollte. Ich glaube, das wird spannend. Das klingt gut. Wenn ich weiter in die Zukunft schaue, möchte ich in den nächsten Monaten mehr an meinen eigenen Projekten arbeiten und mir gleichzeitig mehr Freiheit nehmen. Also mehr Fokus und mehr Freiheit. Genau. Und langfristig möchte ich so arbeiten, dass ich flexibel bin und mehr Zeit für die Dinge habe, die mir wirklich wichtig sind. Das ist ein schönes Ziel. Danke. Und ihr habt jetzt gehört, wie sich die Sätze verändern, wenn man etwas mehr verbindet, aber trotzdem klar bleibt. Gut, dann sind wir jetzt am Ende dieser Folge angekommen. Lass uns alles noch einmal in Ruhe zusammenfassen. Heute ging es darum, wie du über die Zukunft sprechen kannst. Über morgen, über das Wochenende, über nächste Woche oder auch über deine großen Ziele. Ja, und ich muss sagen, es war viel einfacher, als ich gedacht habe. Genau das ist der wichtigste Punkt. Viele Lernende denken, sie brauchen komplizierte Sätze, aber im Alltag sprechen Menschen ganz einfach über die Zukunft. Du brauchst nur ein Zeitwort, zum Beispiel morgen, später, nächste Woche oder nächstes Jahr. Und dann sagst du, was du machst. Ich arbeite morgen, ich treffe am Wochenende Freunde, ich reise nächstes Jahr. Das ist wirklich simpel. Genau. Und dann sind wir einen Schritt weiter gegangen. Du hast gelernt, wie du mehr erzählen kannst. Nicht alles in einen Satz packen, sondern mehrere kurze Sätze benutzen. Ich arbeite morgen.
Habe viel zu tun. Danach treffe ich einen Freund. Ja, das hat mir am meisten geholfen. Sehr gut. Denn so entsteht ein natürlicher Flow. Du denkst nicht mehr in perfekten Sätzen. Du denkst in kleinen Schritten. Erst das, dann das, dann das. Wie eine kleine Geschichte. Genau. Und dann haben wir uns echte Gespräche angeschaut. Du stellst einfache Fragen. Was machst du morgen? Was machst du am Wochenende? Was planst du nächste Woche? Und dann reagierst du. Du hörst zu. Du sagst kleine Dinge wie klingt gut oder wird entspannt. Und du stellst wieder eine Frage. Das macht das Gespräch lebendig. Genau. Und das ist das Ziel. Nicht nur sprechen, sondern wirklich kommunizieren. Und am Ende hast du gehört, wie sich die Sprache verändern kann. Du kannst auch etwas länger sprechen. Du kannst Sätze verbinden, aber du bleibst klar und verständlich. Also erst einfach anfangen und dann langsam mehr machen. Genau, Schritt für Schritt. Kein Druck, kein Stress. Und jetzt kommt eine wichtige Aufgabe für dich und für alle, die zuhören. Okay, ich bin bereit. Nimm dir einen Moment und denk an deine nächste Woche. Ganz konkret, was wirst du machen? Überleg dir 3 Dinge, ganz einfache Dinge. Zum Beispiel, ich arbeite, ich treffe einen Freund, ich gehe ins Fitnessstudio. Also ein kleiner Plan für die Zukunft. Genau. Und jetzt kommt der wichtige Teil. Sag diese Sätze laut, nicht nur im Kopf, wirklich laut sprechen. Du kannst das alleine machen oder mit jemand anderem. Laut sprechen macht einen großen Unterschied. Genau. Und wenn du einen Schritt weiter gehen willst, dann stell jemandem eine Frage. Frag einfach, was machst du morgen? Oder was machst du am Wochenende? Das ist eine gute Übung im echten Leben. Genau. Es geht immer um echte Situationen, kleine Gespräche, keine Perfektion. Und jetzt haben wir noch etwas für alle Zuhörer. Schreib uns in die Kommentare. Was machst du morgen? Was machst du am Wochenende? Oder was ist dein großes Ziel für die Zukunft? Das ist spannend. Da kommen bestimmt viele Antworten. Ich bin mir sicher. Und es hilft auch anderen Lernenden. Wenn du siehst, was andere sagen, bekommst du neue Ideen. Vielleicht liest du einen Kommentar und denkst, so kann ich das auch sagen. Ja, das motiviert. Genau. Lernen passiert nicht nur hier im Podcast. Lernen passiert auch im Austausch mit anderen. Und vielleicht sprechen wir in einer nächsten Folge über eure Antworten. Das wäre cool. Also nimm dir wirklich kurz Zeit nach dieser Folge. Schreib einen Satz oder 2 oder 3. Es muss nicht perfekt sein, es muss nur echt sein. Das ist ein gutes Motto. Genau. Echt ist wichtiger als perfekt. Dann danke ich dir, dass du heute dabei warst. Bleib dran. Sprich laut. Denk einfach. Und hab keine Angst, über deine Zukunft zu sprechen. Danke dir, Paul. Das hat mir heute wirklich geholfen. Sehr gerne. Schaut euch unbedingt das Buch an. Ich bin mir sicher, dass es euch gefallen wird. Den Link findet ihr in den Kommentaren. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.